Wenn Sie in Deutschland leben, ein regelmäßiges Einkommen haben, keine Schulden haben und eine einwandfreie Schufa-Auskunft vorweisen können, sollten Sie normalerweise einen Kredit von Ihrer Bank erhalten. Normalerweise. In letzter Zeit jedoch erhalten gerade Menschen, die genau diesem Profil entsprechen, von ihren Banken immer häufiger die gleiche Antwort. Nein, das Beunruhigende daran ist nicht, dass die Banken vorsichtiger geworden sind. Das wirklich Beunruhigende ist, dass die Banken nun beginnen, selbst soliden Menschen nicht mehr zu vertrauen. Denn es geht nicht um steigende Zinsen. Es geht auch nicht um die Konjunkturabschwächung. Und es geht ganz sicher nicht darum, dass sie plötzlich zu einem Risiko geworden sind. Das eigentliche Problem liegt ganz woanders. Die Banken haben keine Angst mehr vor ihren Kunden. Sie fürchten sich vor der Zukunft. Und diese Angst verändert derzeit still, aber systematisch. Etwas sehr Grundlegendes. Kredite werden gerade dort zurückgezogen, wo sie früher als sicher galten. Wenn Sie heute keinen Kredit erhalten, ist das kein Zufall. Wenn Sie heute noch Kredite erhalten können und glauben, dass dies dauerhaft so bleiben wird, beginnt genau hier der gefährlichste Irrtum. Denn dieses Video erklärt nicht, warum die Banken Ihnen heute nicht vertrauen. Dieses Video erklärt, warum sie Ihnen morgen nicht vertrauen wollen. Und für viele Menschen bedeutet dieser Unterschied, dass sie viel zu spät erkennen, was vor sich geht. Was wir derzeit erleben, ist keine klassische Finanzkrise. Es gibt keine Schlangen vor den Bankfilialen. Es gibt keine Panikschlagzeilen. Es gibt keinen offensichtlichen Zusammenbruch. Aber es gibt etwas anderes. Eine still voranschreitende, interne Kreditklemme. Banken scheuen sich davor, Kredite zu vergeben, nicht weil die Kunden unsicher geworden sind. Sie zögern, weil sie ihren eigenen Bilanzen nicht mehr so sehr vertrauen wie früher. Viele Analysen enden hier. Hohe Zinsen, verschärfte Vorschriften, vorsichtige Banken. Das klingt alles plausibel, aber es erklärt nicht, warum selbst finanziell solide Haushalte abgelehnt werden. Denn das eigentliche Problem liegt nicht auf der Kundenseite. Es beginnt innerhalb der Banken selbst. Es beginnt innerhalb der Bank. Banken vergeben Kredite nicht aus gutem Willen. Sie vergeben Kredite, weil sie glauben, dass diese Kredite in ihrer Bilanz tragbar sind, berechenbar, bewertbar und bei Bedarf umstrukturierbar oder veräußerbar. Genau dieser Mechanismus ist derzeit gestört. Es gibt eine Tatsache, die fast nie offen ausgesprochen wird. Die Risikobewertung hat sich verändert. Nicht offiziell, nicht in Pressemitteilungen, sondern in den Tiefen der internen Modelle der Banken. Die wichtigste Frage für eine Bank ist heute nicht mehr, ob sie den Kredit zurückzahlen können. Wichtig ist, wie sieht dieser Kredit in Stresstests aus? Wie viel Eigenkapital ist gemäß den Basel III und Basel IV-Regeln erforderlich? Und welches Risiko birgt er in einer Zukunft, die selbst die Bank nicht genau vorhersagen kann? Genau hier beginnt die Gefahr. Diese Modelle berücksichtigen sie nicht. Sie berücksichtigen die Zinssensitivität. Sie berücksichtigen Immobilienpreisszenarien. Sie berücksichtigen Neubewertungsrisiken. Und sie berücksichtigen die durch Vorschriften auferlegte Kapitalbelastung. Und sie sehen die durch die Regulierung auferlegte Kapitalbelastung. Ein Kredit, der heute solide erscheint, kann in diesen Modellen sehr schnell zum Problem von morgen werden. Und das hat nichts mit ihnen zu tun. Es ist eine strukturelle Frage. Am deutlichsten zeigt sich dies bei den Wohnungsbaukrediten. Die offizielle Aussage lautet, der Wohnungsmarkt in Deutschland hat sich stabilisiert. Die Preise wurden korrigiert. Der Markt hat sich abgekühlt. In den internen Berechnungen vieler Banken ist die Lage jedoch deutlich pessimistischer. Weitere Preisrückgänge werden bereits jetzt angenommen. Das wird nicht offen ausgesprochen, aber es spiegelt sich in den Bilanzen wider. Das bedeutet, ein Haus, das heute als Sicherheit akzeptiert wird, kann morgen in der Bilanz der Bank zu einem Risikoposten werden. Für Banken ist dies ein problematisches Szenario, denn jede Neubewertung verbraucht direkt das Eigenkapital. Und genau das ist derzeit die knappste Ressource im deutschen Bankensystem. Nicht Liquidität, nicht Geld, sondern die Risikotragfähigkeit. Deshalb ergibt sich derzeit ein Bild, das für viele Menschen schwer zu verstehen ist.
Banken meiden nicht zuerst risikoreiche Kunden. Sie meiden zunächst Kredite, die langfristig Kapital binden. Privatkunden, Wohnungsbaufinanzierungen, Kredite, die 20 bis 30 Jahre in der Bilanz bleiben. Denn diese Kredite lassen sich nicht einfach umschichten. Sie lassen sich nicht schnell umstrukturieren. Sie sind nicht flexibel. Unternehmenskredite sind dagegen meist kürzer. Sie sind flexibler und sie lassen sich bei Bedarf neu verhandeln. Dadurch entsteht eine seltsame, aber reale Situation. Während ein finanziell solider Haushalt abgelehnt wird, kann ein schwächeres Unternehmen einen Kredit erhalten. Das ist kein Zufall. Es ist eine Veränderung der Prioritäten. Keine Verschwörung, keine böse Absicht. Ein stiller Selbstschutzreflex. Zuerst schützt sich die Bank selbst, dann die Regulierungsbehörden. An letzter Stelle kommt der Kunde. Die Ergebnisse zeigen sich nicht sofort. Sie sammeln sich langsam an. Weniger Wohneigentum, weniger private Investitionen, mehr Abhängigkeit von Mieten, weniger Vermögensaufbau. Langfristig entsteht eine vorsichtigere, aber auch abhängigere Gesellschaft. Das eigentliche Risiko besteht nicht darin, dass die Banken vorsichtig sind. Das eigentliche Risiko besteht darin, dass diese Vorsicht dauerhaft wird. Denn wenn selbst finanziell solide Haushalte keinen Zugang zu Krediten haben, ist das keine Stabilität mehr. Das ist strukturelle Unsicherheit. Und damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Die nächste Phase wird viel stiller verlaufen. Bestehende Kredite werden neu bewertet. Sicherheiten werden hinterfragt. Laufzeiten werden zum Problem werden. Dann werden wir deutlich erkennen, dass die heutige Kreditklemme nur der Anfang war. Still, ohne Drama, aber systemisch. Und genau deshalb gefährlich. Wenn Sie das Finanzsystem nicht aus den Schlagzeilen, sondern anhand der tatsächlichen Risiken im Hintergrund verstehen möchten, können Sie den Kanal Das Finanzarchiv abonnieren. Hier gibt es keine Eile, keine Slogans, nur unausgesprochene Schwachstellen. Wenn Ihnen das Video gefällt, sorgt das dafür, dass solche Analysen weitergeführt werden. Im nächsten Video werden wir uns damit befassen, wie sich diese stille Kreditklemme auf den Arbeitsmarkt in Deutschland auswirken wird. Denn wenn bestimmte Prozesse einmal in Gang gekommen sind, kommen sie selten von selbst zum Stillstand.